Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute machen wir eine kleine Spielanalyse. Es ist etwa kurz nach dem Spiel, ein bisschen Zeit gelassen zum Runterkommen. Und ja, was wollen wir sagen? Es ist, glaube ich, ganz kurz und einfach. War scheiße. Grundsätzlich, spielerisch, die ersten 30 Minuten waren richtig, richtig gut, haben mir richtig gut gefallen. Danach war es dann immer ein bisschen schwächer und das Gegentor fällt dann nach dem Pause war für etwa 3 Minuten. Und diesen Punkt gebe ich gerne an die Fans, die Berufer und sich gedacht haben, dass Feuerwerk eine geile Idee ist. Beine werden kalt in der Zeit, das kennen wir aus dem Sport schon. Da gab es mehrere Momente, wo dann ein Team ein Gegentor bekommen hat und so bekommt man auch das Gegentor. Den Punkt gebe ich hundertprozentig an unsere Fans, danke dafür. Und das 2-0 war scheiße und dann hast du noch zwei weitere Situationen, beziehungsweise sogar drei, wo du ein Gegentor bekommen musst, kriegst es aber nicht und wiederum machst du auf der anderen Seite gar nichts, weil einfach die Stürmer scheinbar zu inkompetent sind, einen normalen Laufweg zu nehmen oder auch es eine Flanke fehlt. Es ist verrückt. Grundsätzlich, das Spielsystem hat geklappt. Ähm, die Läufe waren gut. Es fehlen viele Spieler, das ist auch klar. Viele Spieler, die aktuell sehr, sehr viel Belastung hatten und auch das Problem, dass einfach du eine junge Kette hattest hinten drin, beziehungsweise mit Stahlmach und die ich sehr, sehr gut fand. Auch ein Edin Sogovic war stabil, muss natürlich dann das Beste verteidigen beim 1-0. Hatte auch kleine Fehler drin, aber trotzdem war er solide. Aber dann, ich muss sagen, ich glaube, wir gehen in die Einzelkritik rein. Ich glaube, das ist das Beste und ich sage euch so noch mal ein bisschen was zum Spiel. So, hier sind wir dann. Wir gehen mal ganz kurz durch. Erstmal, was Mumulu da geleistet hat, war verrückt. Was Grodowski da geleistet hat, war am verrücktesten. Reimann macht ein solides Spiel, da kann man ihm wirklich heute nichts vorwerfen, beim besten Willen nicht. Da geht keiner auf seine Kappe. Heber macht es grundsolide, fällt aber auch, keine Ahnung wie oft. Mathisen, ich weiß nicht wirklich, ich will es gar nicht aussprechen. Und ich möchte es auch klar sagen. Hugonet und Mathisen waren mit, wenn nicht sogar die besten Verteidiger in der letzten Zweitligasaison. Davon haben die gar nichts mehr. Die spielen auf einmal wie Viertliga-Verteidiger. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Die können auf einmal gar nichts mehr. Die haben gar keinen Plan mehr, wie Fußball geht. Mathisen, wie ein Geist, der da rumläuft. Hugonet noch genauso schlecht. Dass die das 2-0 nicht verteidigt kriegen, als so erfahrene und eigentlich qualitative Spieler, ist das Verrückteste, was ich jemals in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe. Spielerisch, defensiv. Ein Sogovic, wie gesagt, dann macht er ein gutes Spiel. Ein Steinmach auch sehr, sehr stabil. Gnaka mit vielen Fehlpässen mal wieder. Auch das typisch. Artig ein Geist heute gewesen, leider. Auch nicht gut im Spiel. Unai Wu fand ich schlecht. Einfach schlecht. Ein Grieb war in Ordnung. Macht er seine Läufe. Wie gesagt, der Abschluss fehlt dann. Aber das ist auch in Ordnung. Auch ein Grieb darf mal nicht so Top-Spiel haben. Das ist menschlich. Bräunig hat mir die ersten 30 Minuten richtig gut gefallen, aber dann danach war es gar nichts mehr, wirklich gar nichts. Und ich muss es auch so sagen, wie es ist. Die und ich habe viel gelesen, dass ein Cars-Abgang gar nicht mal so schlimm ist. Ich habe aber auch viele gelesen, die das verstanden haben, dass ein Cars-Abgang ein großes Problem ist. Wenn Unai Wu nicht einschlägt, wird es schwierig mit dem Tore schießen. Und warum Alex nicht gespielt hat, das wurde ja am Anfang gesagt, er war krank. Und deswegen war er noch nicht bei 100%. Das heißt, er spielt nicht. Er hätte sonst gespielt. Das hat auch Fiedler gesagt. Also wenn sich jetzt da einer über Alex aufregt, wieso ein Hote nicht spielt, ganz klar, weil er da in dem Moment nur der drittbeste Verteidiger ist von Mathisen und Hugonet. Auf den Außen kann er nicht spielen. Das sind alles Strohmann-Argumente. Das ist legitim die beste Startelf, die du hättest auf den Platz schicken können. Was auch sehr, sehr belastend ist. Also, aber dagegen braucht man, glaube ich, überhaupt nichts sagen. Aber, dass wir kein Tor schießen, ist verrückt. Und dass wir diese zwei Gegentore kriegen, war absolut unnötig. Ich habe, also wirklich, das ist krank. Das erste Tor, wird nicht gut hinterhergelaufen und auch nicht gut in der Luft gearbeitet. Aber warum passiert das? Weil die Spieler kalt waren. Ist einfach so. Und natürlich musst du das besser verteidigen, aber ich sage es so, wie es ist. Die Verteidigung stand zu dem Zeitpunkt stabil. Das heißt, die hätten das sicherlich verteidigt bekommen. Und den Punkt gebe ich komplett Block U, dass da das 1-0 fällt. Danach war gar nichts mehr.
Also wirklich, du hast gesehen, die Mannschaft war zerbrochen, hat sich dann aber in der 80., 75. wieder gefangen, irgendwie da. Aber war es wieder in Ordnung. Aber wie gesagt, dass du kein Tor schießt, ist das große Manko da gerade. Und ich hoffe, dass Mathisen und Hugonet schnell wieder in Form kommen, sonst ist das nicht schön. Das wird ehrlich nicht schön. Und du musst jetzt einen Klassenerhaltskampf akzeptieren. Das ist einfach so. Das gehört jetzt dazu. Das ist ein Scheißstart in die Saison. Du verlierst auf jeden Fall durch die Fehler verdient. Machst du diese Fehler nicht, wäre es ein Spiel gewesen, was du auf deine Seite ziehen kannst. Die erste Halbzeit ging klar, beziehungsweise nicht klar, ging aber an uns, weil wir die Spielanteile definitiv mehr hatten als Bielefeld. Du schießt wieder oft aufs Tor, machst die Tore nicht. Und ich möchte es ganz ehrlich sagen, taktisch war das gut vom Fiedler. Er hat es taktisch gut gemacht. Und wer hier nach 5 Spieltagen von dem FCM will und Ottmar Schock, dass dieser Mann rausgeworfen wird, hat sie nicht mehr alle. Wirklich. Wenn ein Fiedler zu diesem Zeitpunkt rausgeschmissen wird, erklärt mir mal bitte, welcher Trainer kommen soll, der ein offensives Spielsystem spielen kann. Erklärt es mir und danach können wir gerne diskutieren, ob das wirklich sinnvoll ist und können wir nicht mit einem Markus anfangen, der keinen Plan vom Fußball hat, was offensiv angeht. Bitte nicht. Oder mit irgendwelchen anderen Trainern, die wirklich nichts mit Offensivfußball zu tun haben. Du kannst auch Defensivfußball spielen, aber dafür ist die Mannschaft definitiv nicht ausgerichtet. Grundsätzlich, um mal was Positives zu sagen, freut es mich sehr für Stahlmach und Sogovic, dass sie sich so geil in die Mannschaft gekämpft haben. Aber das auch bedingt wegen den Ausfällen. Auch das ist ein klarer Punkt. Aber ein Steinmach zeigt, was er kann. Mit 19 Jahren, das ist sehr, sehr respektvoll. Macht dann aber natürlich noch den einen oder anderen Fehler, aber da verzeihe ich das lieber als bei den Mathisen oder Hugonet. Ist einfach so. Trotzdem, wenn man jetzt ein Fazit ziehen will, war das nicht gut. Du machst es aber spielerisch die ersten 30 Minuten stark. Wirklich. Kein Fehler. Du spielst vernünftige Pässe, du machst es wirklich gut. Kommst dann aber nicht zum entscheidenden Moment in der Box, um das Dreckstor zu schießen. Und damit stehst du dann blöd da und dann liegst du 2-0 hinten und so ist der Fußball, der bestraft dich hart. Die nächsten Wochen müssen wir Punkte gegen Schalke brauchen wie einen Dreier. Ohne Diskussion. Und da wird richtiger Antifußball gespielt. Aber das funktioniert. Und das verstehe ich, dass man das auf Schalke so macht. Man muss nicht sagen, wir sind Schalke 04 und sind jetzt die mit dem großen, wir müssen Offensivfußball spielen. Nein, die machen es richtig. Der FCM ist bekannt für dieses Spielsystem. Und ich finde auch das richtig, den Ansatz. Du musst bloß endlich deine Chancen nutzen, sonst wird es noch sehr, sehr gefährlich da unten. Und die Verteidigung stabilisieren. Und wir haben genug gute Spieler in der Verteidigung. Wer dagegen was sagt, der hat auch dementsprechend keinen Plan, weil du hast, wie gesagt, die besten Spieler mit Mathisen und Hugonet letzte Saison gehabt. Beziehungsweise definitiv Top 10 der Innenverteidiger. Und die sind einfach nicht in Form. Das tut extrem weh. Und Hoti ist auch ein Top-Verteidiger. Aber hat auch wieder einen Fehler gemacht. Ja, ich hoffe, dass die Jungs sich da auf jeden Fall in der Innenverteidigung ein bisschen raffen und nochmal. Ich hoffe, dass bei Onewu und Bräunig es wirklich daran lag, dass sie auch noch nicht lange mit der Mannschaft sind. Sonst wird das alles sehr, sehr schmerzhaft. Auch ein Artig muss wieder in Form kommen. Das wirkt alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt von der Mannschaft. Und gegen Schalke holen wir uns den 3 und fertig ist. Ich diskutiere gerne in den Kommentaren noch weiter mit euch, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder ihr noch irgendwelche Meinungen habt. Wie gesagt, also gutes Spiel von Reimann, auch das muss man sagen, wenn ich man viel Kritik gegen ihn geübt hat. Am Fiedler lag das ganze Ding hier nicht und da stehe ich hundertprozentig hinter.